Herzlich willkommen zurück zu diesem YouTube-Video. Mein Name ist Jeff, ich bin Immobilienmakler hier in Dubai und heute schauen wir uns gemeinsam auf Rückfrage vieler zufriedener Kunden den Cavalli Tower bei Damak an. Lasst uns gar nicht lange fackeln und gemeinsam reingehen. Bevor wir uns jetzt den Tower hier gemeinsam gleich anschauen, lass mich dir erstmal vielleicht ein kleines bisschen zum Hintergrund und der Geschichte dieses Towers hier erzählen, weil die Marke Roberto Cavalli, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dir das ein Begriff ist. Und warum hier jetzt ein Gebäude unter dieser Marke entsteht, das ist ja dem einen oder anderen vielleicht doch noch nicht so ganz klar. Wir sind hier gerade bei Damak Properties und Damak Properties gemeinsam mit Emaar Properties sind die zwei größten Bauträger hier in den UAE, in Dubai. Emaar staatlich, Damak nicht. Und trotzdem beides Volumenbauträger, die wirklich ganze Stadtteile aufbauen, könnte man so sagen. Und Damak hier, Damak Properties, hat eben die Marke Roberto Cavalli, unter anderem auch die Marke der Grisogono, aufgekauft und baut jetzt unter diesem Markennamen nicht nur die Modemarke weiter auf, sondern eben auch Immobilien tatsächlich. Und das hier jetzt ist der Cavalli Tower, der erste seiner Art. Es gibt diesen Tower so noch nirgends auf der Welt unter der Marke Cavalli. Wie gesagt, der erste steht oder wird dann eben Ende 2025, wenn das hier beendet ist, das Bauprojekt, in Dubai stehen. Und das wird natürlich das Wahrzeichen für alle weiteren Cavalli Tower, die hier noch so entstehen werden. Wenn du mich bereits abonniert hast und schon ein, zwei meiner Videos gesehen hast, dann weißt du ganz genau, bevor wir richtig loslegen und richtig in das Projekt reinstarten, schauen wir uns als erstes die Lage an, machen eine kleine Lagebesprechung hier gemeinsam, du und ich. Also falls du hier in Dubai ankommst, dann landest du höchstwahrscheinlich hier drüben am Dubai International Flughafen, bewegst dich dann hier rüber auf diese gelb markierte Straße, fährst hier über die Sheikh Zayed Road praktisch nach unten an Dubai Downtown vorbei. Hier ist Dubai Downtown und der Burj Khalifa. Hier wirst du dann vorbeifahren, am Safa Park vorbei, über den Kanal, durch das Industrieviertel hier Al-Qus, runter Richtung Dubai Marina, an der Palme, an der künstlichen Palme vorbei. Und hier müssen wir uns das Ganze dann genauer anschauen, denn genau hier befindet sich unser Grundstück. Das heißt, du kennst jetzt vielleicht schon aus meinen anderen Videos die Emaar Beachfront oder die künstliche Palme hier drüben. Dort befindet sich unser Bauprojekt nicht. Wir sind hier praktisch direkt neben der Marina. Also auch das, JBR und die Marina, hier für Touristen sehr, sehr attraktiv, sehr interessant, typische A-Lage. Und unser Baugrundstück befindet sich hier, auf diesem Bauplatz hier. Das befindet sich praktisch genau hinter der Marina, also wirklich am äußersten Rand der Marina und zwischen der Media City. Also man könnte eigentlich sagen zwischen Marina und Media City. Welchen Vorteil das mit sich bringt, dazu gleich nochmal mehr. Als allererstes jetzt aber vielleicht zur Infrastruktur und Anbindung. Denn wie ihr vielleicht aus meinen anderen Videos schon wisst, wenn man hier von der Palme runterfährt, dann fährt man natürlich ein ganzes Stückchen. Und wenn man hier in der Marina lebt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist der Verkehr hier teilweise wirklich Horror. Also JBR und Marina, das tut man sich ungern an, was den Verkehr angeht. Wenn man sich jetzt dieses Grundstück hier anschaut, wo der Cavalli Tower entstehen wird, dann ist man hier ja praktisch mit einer Abbiegung und einer Ampel ist man raus auf der Sheikh Zayed Road und kann im Prinzip direkt Vollgas geben und ist schnell am Ziel. Also das ist wirklich sehr, sehr entspannt, sehr angenehm. Gibt wenig Projekte hier in dieser Gegend, wo man so eine gute Anbindung an die direkten Zufahrten und Straßen hat. Also das ist wirklich traumhaft, kann man fast sagen. Das vielleicht ganz kurz einmal zur Infrastruktur, jetzt nochmal zurück zu der Frage bezüglich Internet und Media City. Warum bringt das hier einen Vorteil mit sich? Ganz klar, wir haben hier die Media City, hier die Internet City. Da sind die Big Player unterwegs. Man könnte fast sagen, so ein bisschen Silicon Valley mäßig. Also hier ist Google, Microsoft etc. Alle sind hier ansässig. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass da auch mal der ein oder andere Executive aus dem Ausland für einige Monate einreisen muss und hier arbeitet. Oder auch irgendwelche externen Dienstleister, die dann einfach einige Monate hier im Land bleiben müssen und hier mit diesen großen Konzernen zusammenarbeiten. Die wollen natürlich gerade auf Executive-Ebene ein schönes Gebäude, ein schönes Objekt, wo sie dann diese Zeit verbringen können. Und da wird sich der Cavalli Tower mit 100%iger Sicherheit anbieten. Und dementsprechend hat man natürlich eine gute Nachfrage hier. Das wird definitiv ein begehrtes Objekt werden. Zusätzlich kommt dann auch manchmal noch die Frage auf, wie ist das denn mit den Blickrichtungen? Ja, in welche Richtung schaue ich denn jetzt eigentlich und kann das vielleicht sogar noch verbaut werden? Was ist denn da eigentlich Sache? Lass uns darauf ganz kurz eingehen. Wie gesagt, wir haben hier dieses Grundstück
direkt neben dem Media City Lake und Park. Und hier steht unser Bauprojekt der Cavalli Tower praktisch so ein bisschen oval drin und es gibt keine Apartments auf der Rückseite. Das heißt, es wird alles praktisch einen Blick haben vorne raus. Manche Apartments eben mehr Richtung Dubai Ain, also praktisch das Riesenrad hier unten. Andere so ein bisschen über die Beachfront, an der Beachfront vorbei, über die Palme und zum Atlantis hier drüben. Und wieder andere, die eben an der Ecke sind, dann eher hier rüber Richtung Burj Al Arab. Das sind so ein bisschen die Blickrichtungen, die man hier aus dem Cavalli Tower erwarten kann. Und dann kommt eben dennoch manchmal die Frage auf, wie ist das denn, kann das vielleicht noch verbaut werden? Nein, klares Nein, weil wenn wir uns das hier einmal anschauen, was denn so vor dem Cavalli Tower alles schon entstanden ist, dann sieht man, dass man hier das Le Méridien hat, also ein Beach Resort, direkt daneben das West Inn. Ins West Inn bekommt man übrigens als Cavalli-Eigentümer kostenlosen Eintritt, also hat hier praktisch eine Mitgliedskarte und kann dann hier sich auch ganz entspannt und kostenfrei am Strand rekeln. Also das ist natürlich super, hat man trotzdem das Beach Life, obwohl man hier in so einem hohen Tower, im Cavalli Tower lebt. Daneben dann hier das One and Only, das erstreckt sich über eine relativ große Fläche und dann sind wir auch schon hier an der Monorail, das ist die öffentliche Bahn, die auf die Palme rausfährt und an den Point mit den Restaurants etc. Direkt daneben haben wir dann hier das Nakheel Sales Office. Nakheel ist ein Bauträger, staatlicher Bauträger, der die Palme gemacht hat. Das sind vielleicht 3 Stockwerke, also sehr, sehr niedriges Gebäude und das wird definitiv auch hier bleiben. Dann sehen wir hier, da steht schon Palace, also das ist praktisch hier Privateigentum von der Königsfamilie, vom Scheich, der hat hier seinen Palast. Genauso nebenan, auch hier, wenn ich ein bisschen weiter springe, hier drüben der nächste Palast, auch das wieder Privatgrundstück, hier dazwischen ein öffentlicher Strand, der Black Palace Beach und hier die Insel, auch das wieder Privateigentum vom Scheich. Also wie man sieht, da ist nicht viel, was hier noch entstehen kann. Hier drüben haben wir dann den Madinat Jumeirah, also es ist ein relativ großer Markt, sage ich mal, mit verschiedenen Restaurants und Annehmlichkeiten und dann sind wir auch schon am Burj Al Arab. Also man kann sich vorstellen, das ist alles hier schon entwickelt und dementsprechend hat man natürlich mit so einem hohen Tower hier wie dem Cavalli Tower und dann das kleine Beach Resort davor einen absolut schönen Blick übers Meer. Einfach, dass das einmal klar ist und jetzt würde ich sagen, starten wir rein in unser Projekt Cavalli Tower. Das heißt, man hat eben verschiedene Apartment-Typen. Die Apartments in der Front schauen eher Richtung Palme. Die Apartments, die 5 Bedrooms, vor allem hier auf der rechten Seite, die schauen eben dann in diese Richtung, Richtung Dubai Ain, also das Riesenrad und Richtung Blue Waters. Und die Seite, diese Ecke hier, die schaut mehr Richtung Burj Al Arab. Das vielleicht einfach so ein bisschen zur Lage, dass du das mal verstanden hast. Und dann lass uns doch vielleicht auch tatsächlich schon direkt zu den Apartments selber kommen, was denn hier in diesem Tower verfügbar ist. So viel ist das nämlich auch leider gar nicht mehr. Also hier haben wir verschiedene Typen, die wir auch belichten können. Deswegen zeige ich dir das Ganze jetzt einfach einmal so. Alles, was also jetzt noch belichtet geblieben ist, das ist der Luxury, also Luxusbereich praktisch hier im Cavalli Tower. Und hier haben wir Startpreise von etwa 430.000 € für One-Bedrooms, also ein Schlafzimmer oder 2 Zimmerwohnungen, wie wir das bei uns im Dachraum sagen. Wir haben 2 Schlafzimmer-Apartments, die starten so etwa bei 800.000 €. Aber so lange möchte ich mich hier gar nicht aufhalten. Warum? Weil es ist alles, was du hier beleuchtet siehst, komplett ausverkauft. Hier und da gibt es natürlich auch Angebote auf dem Sekundärmarkt. Dafür kannst du gerne persönlich auf mich zukommen. Aber jetzt hier direkt vom Bauträger ist das ausverkauft und dementsprechend halte ich mich jetzt hier gar nicht so lange auf. Der nächste Bereich, den wir dann hier haben, ist der damalige Upper Luxury Bereich. Den haben sie jetzt geändert. Das heißt, hier oben, dazu komme ich gleich, ist der Super Luxury Bereich. Da siehst du auch dann die Pools an den Apartments. Und das war Upper Luxury. Das heißt, es war so ein bisschen über normalem Luxus, aber unter Superluxus. Und das kam nicht so ganz gut an. Deswegen haben sie dieses Konzept geändert und haben alles, was du eben jetzt hier als beleuchtet gesehen hast gerade, haben sie ergänzt zum Bereich Super Luxury. Und das, was du jetzt eben beleuchtet siehst, das ist wirklich der Bereich Super Luxury. Und hier gibt es auch noch die ein oder andere Verfügbarkeit. Wir haben hier verschiedene Apartments. Du siehst jetzt hier beleuchtet die 2 Schlafzimmer-Apartments. Die haben etwa 260 Quadratmeter und fangen bei knapp 3 Millionen € an. Wir haben die 3 Schlafzimmer-Apartments. Die sind eben hier, wo die beleuchteten Zonen, wo du diese beleuchteten Zonen findest. Hier bist du dann bei Startpreisen von etwa 3,5 Millionen € und Größen um die 300 Quadratmeter. Hier gibt es aber auch einen Unterschied. Es gibt immer mal wieder verschiedene Wohneinheiten, die Maisonette-Wohnungen sind, also Doppelgeschoss. Und hier liegen wir bei 4,2 Millionen € Startpreisen. Aber die Größe ist deutlich größer mit etwa 360 Quadratmetern. Das sind so die Optionen, die man hier im 3-Schlafzimmer, also 4-Zimmer-Bereich, wie wir das gewohnt sind, noch hier zur Verfügung haben. Darüber können wir uns gerne unterhalten
Und dann hier eben die ganz großen, die hier auf der rechten Seite zu finden sind. Die schauen dann eben, wie gesagt, in den Bereich Blue Waters und Riesenrad. Und hier liegen wir bei etwa 580 Quadratmetern. Also die sind schon deutlich größer, aber natürlich auch im Preis mit 6,3 Millionen Euro etwas teurer. Das sind so die größten Einheiten, die wir im normalen Luxury-Bereich haben. Und dann die größten und auch teuersten Einheiten, die in diesem Cavalli Tower hier entstehen werden, sind natürlich die Penthouse-Wohnungen auf den obersten Stockwerken. Und das werden natürlich nochmal sehr, sehr, sehr große Einheiten. Also wir sprechen hier von 1435 Quadratmetern für etwa 17,5 Millionen Euro. Auch nur 2 Einheiten verfügbar. Diese sind tatsächlich noch aktuell auf dem Markt. Das ist so ein bisschen die Verfügbarkeit, die wir haben. Vielleicht nochmal zum Gebäude selber. Wir haben 2 verschiedene Poolebenen. Das heißt, du siehst jetzt hier unten den Pool. Ich gehe gerne auch nochmal zurück. Das ist praktisch hier im Luxury-Bereich. Beleuchte das noch einmal, dass du das auch siehst. Dieser Pool befindet sich auf Stockwerk 21 und ist für alle Bewohner hier auf dem Luxus-Level. Und wenn wir uns das eben nochmal oben anschauen, auf dem Super-Luxus-Level, dann haben wir hier auch wieder auf Etage 60 den nächsten Pool. Und der ist dann wirklich ein bisschen mehr High-End und wirklich auch nur für das Super-Luxury-Klientel. Es gibt natürlich Schlüsselkarten im Aufzug. Dazu kannst du gerne einmal mir folgen um das Gebäude rum. Dann zeige ich dir die Aufzuganlage hier von hinten. So, hier sieht man das jetzt noch einmal hier. Diese 2 blauen Glasfassaden praktisch sind die Aufzuganlagen. Und hier hat man dann natürlich auch seine Schlüsselkarten für sein Apartment. Und wenn ich jetzt hier auf Etage 20 lebe, dann komme ich eben nicht in 60 hoch. Ich habe auch keinen Zugang zu dem Pool. Natürlich alles per Security auch geschützt. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass wir uns hier unten mal die Annehmlichkeiten anschauen. Komm gerne mal ran und schau dir das hier unten an. Also du hast hier verschiedene Tennis- bzw. Badminton-Anlagen, ein bisschen Kinderspielbereich hier hinten auf dem Podium-Level und natürlich hier unten auch dann die Parkplätze, wo man dann je nach Größe des Apartments verschiedene Anzahl an Stellplätzen bekommt. Folg mir gerne einmal noch mal rum um das Gebäude und schau dir auch hier das auf der Front genauer an. Du siehst also hier unten diesen Strand, dieses Konzept hat Damac, also der Bauträger, auch schon in anderen Bauprojekten umgesetzt. Das heißt zum Beispiel in Damac Hills, das ist eines der größten Projekte, das der Bauträger so umgesetzt hat, das ist eine Villengegend hier, haben sie einen Bereich, der nennt sich Malibu Beach, Malibu Bay. Und dort haben sie dann, genau wie hier eben auch das Konzept umgesetzt. Das heißt, man hat hier einen Wellengang, einen künstlichen Wellengang, eine Wellenmaschine, einen künstlichen Strand und kann natürlich dann noch hier die Annehmlichkeiten genießen. Des Weiteren, wenn du dir mal hier unten auf der rechten Seite des Gebäudes das anschauen möchtest, was jetzt noch beleuchtet geblieben ist. Das hier unten wird das Restaurant werden. Das heißt, hier hast du dann auch verschiedene Restaurant- und Dining-Möglichkeiten, um hier schick essen zu gehen oder ähnliches, ohne deinen Tower verlassen zu müssen. Aber ich weiß, natürlich ist gerade uns Europäern der Strand auch immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen auch hier an der Stelle nochmal, der Tower steht praktisch hier Richtung Meer. Das Meer ist hier, wo ich stehe. Und wenn man hier jetzt über die Straße rüber geht, dann haben wir hier auf dieser Seite das West Inn. Das ist ein Beach Resort. Und in diesem Beach Resort hat man hier als Einwohner vom Cavalli Tower auch Access, eine Access-Karte, wo man dann einfach an den Strand und an das Strandresort auch umsonst ran kann und das mitnutzen kann. Und so hat man natürlich irgendwo auch den Privatstrand an diesem Lebensstil hier mit dabei. Und nicht nur ein wunderschönes Apartment, riesiges Apartment mit privatem Pool und Ausblick, sondern eben auch den Privatstrand. So, dann vielleicht auch noch mal ganz kurz zur Materialauswahl hier innerhalb des Cavalli Towers. Du siehst jetzt hier, das ist praktisch der Wohnbereich und man sieht auch hier, wir haben Marmor auf dem Fußboden, wir haben die Wandpaneele tapeziert und so ein bisschen mit diesem Cavalli-Design. Hier die Highlights sind in Bronze und auch ein bisschen hier ein Lederfinishing drin. Also ist alles sehr, sehr hochwertig, sehr modern. Ich wünschte, du wärst jetzt gerade hier mit mir und könntest das ein bisschen anfassen und auch wirklich fühlen, dass das hochwertig verarbeitet ist. Hier im Schlafzimmer haben wir auch das Timberholz hier, Timber Oak verbaut auf dem Fußboden. Natürlich immer schön mit dem Blick. Auch hier wieder die Wandpaneele mit einer schönen Cavalli-Tapete, genauso wie wieder Bronze und Glas. Und das zieht sich so ein bisschen durch, auch gerade in den Badebereichen hier. Sehr viel Marmor, sehr viel Stein. Hier wieder das typische Cavalli-Design auch an den Wänden mit Glas, sehr viel Glas. Auch hier die Trennwände zwischen dem Badezimmer und dem Wohnzimmer in diesem, beziehungsweise dem Schlafzimmer, Entschuldigung, mit diesem Glasdesign hier. Alles sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Wie gesagt, komm mich doch einfach mal besuchen und dann schauen wir uns das hier gemeinsam an, sodass du auch mal ein gutes Bauchgefühl bekommst, wenn du das hier einmal selber anfassen kannst und merkst, dass das hier hochwertig verarbeitet ist.
Und wenn dieser Tower oder grundsätzlich eine Immobilie hier in Dubai für dich interessant klingt und du gerne mit einem guten Bauchgefühl durch den Kaufprozess, durch die Bauphase und durch die Übergabe gehen möchtest, mit jemandem, der dich begleitet und an der Hand nimmt und trotzdem dabei auch den besten Deal beim Bauträger für dich rausholt, dann scroll jetzt gerne nach unten in die Beschreibung oder klick einfach auf jeffdubai.com/Beratung und dann sprechen wir beide schon ganz bald persönlich über dein Projekt Dubai. Und wenn dir meine Videos gefallen, dann lass auch gerne ein Abonnement da, sodass du meine nächsten Videos nicht verpasst. Bis bald, dein Jeff aus Dubai.